Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hands-on zu Track of the Day. Heute soll es beispielhaft um die Planung einer Offroad-Tour auf Lanzarote gehen. Für dieses Hands-on habe ich in der virtuellen Garage ein Fahrzeug angelegt, das sehen wir hier. Das habe ich einfach mal Offroad genannt und habe dem ein kleines Enduro-Icon gegeben. Passend dazu gibt es auch ein Routing-Profil, das habe ich auch Offroad genannt. Und hier sehen wir jetzt die Einstellungen, die ich in diesem Offroad-Profil vorgenommen habe. Okay, fangen wir mal an. Ich gehe mal zu der Home Location und setze dort einen ersten Punkt, indem ich die Steuerungstaste drücke und mit der linken Maustaste klicke. So, jetzt setze ich den zweiten Punkt und stelle fest, dass da nicht dahin geroutet wird. Das beheben wir gerade mal eben. Da müssen wir die Mindestentfernung für das Routing in den Anwendungseinstellungen ein wenig reduzieren. Ich habe sie jetzt auf 25 Meter gesetzt. Damit wird im Grunde genommen alles geroutet, was wir hier auf der Karte so zusammenstellen. So, jetzt klicken wir uns schrittweise durch die Karte durch und suchen uns dabei gezielt Schotterstraßen aus. Hier in der Satellitensicht kann man sehr schön sehen, ob die Straßen asphaltiert sind oder nicht. Und wir sehen auch sehr schön, dass das Routing-Profil wirklich gut funktioniert. Also er routet im Grunde genommen überall vorbei, so wie wir uns das vorstellen. So, jetzt geht es hier hoch in die Berge. Da gibt es ziemlich viele Offroad-Strecken, die bin ich zum Teil selber schon gefahren. Die sind wirklich nett. Da sind so diverse Finkers und so weiter. Da fährt man im Grunde genommen so ein bisschen durch die Felder, die es da oben in den Bergen gibt. So, jetzt fahren wir mal wieder runter auf die Hauptstraße. Und das machen wir alles deswegen, damit wir hinten am Vulkan Monte la Corona vorbeifahren können. Dann nehmen wir jetzt hier den Abzweig, das sehen wir hier gerade. So, jetzt fahren wir wieder zurück in Richtung Ginate. Da gibt es eine sehr schöne Strecke, die geht hoch in die Berge an den Vulkanen vorbei. Das ist hier der Wegpunkt 13. Ich verschiebe den nochmal. So, und jetzt geht es hier im Prinzip auf einer sehr schönen Schotterstraße so auf ungefähr 400-500 Meter hinauf. So, und dann in Serpentin den Berg wieder herunter. Diese Straße ist jetzt teilweise geteert, aber das soll dem Spaß hier keinen Abbruch tun. So, jetzt geht es hier weiter. Und zwar zu einem Mirador hier oben. Ich setze hier mal einen Wegpunkt. Der Wegpunkt 17 ist das. So, da hat man also wirklich eine ganz tolle Sicht auf Famara. Und da können wir jetzt eigentlich mal hinfahren. Also dann routen wir jetzt mal hier weiter. Und es gibt noch eine kleine Kirche, die ist eigentlich sehr schön. Das ist diese hier. So, da kann man auch vorbeifahren. Bis dahin ist es asphaltiert. Ab da kann man jetzt sehen, ist es auch eine Schotterstraße. So, und dann können wir mal hier einen Punkt setzen. So, und jetzt sehen wir, dass der Router hier so einen Weg vorgeschlagen hat, der ist schwierig zu fahren. Da geht es also steil runter und es ist also keine richtige Straße. Da ist es besser, wenn wir den Punkt 21 nochmal verschieben. So, jetzt geht es hier in Richtung Tegese und es gibt eine Straße, die geht so ein bisschen oberhalb der Hauptstraße, eine Schotterstraße, die geht dann weiter bis hier nach Famara. So, und jetzt wird es sehr sandig. Das muss man im Prinzip ausprobieren, ob man da mit dem Motorrad noch klarkommt. Da braucht man also wirklich Reifen mit einem sehr groben Profil, sonst wird man wahrscheinlich stecken bleiben. Also ich denke, mit einem Mountainbike oder so ist das kein Problem, auch mit einer leichten Enduro nicht. Mit meiner GS würde ich da wahrscheinlich selber nicht wirklich herfahren, jedenfalls nicht mit den Reifen, die da im Augenblick montiert sind. So, dann arbeiten wir uns mal weiter vor und gucken wir mal, wo wir hier noch ein paar nette Straßen haben. Also hier kann man auch mal um so einen schönen Vulkan herumfahren. So, ich setze jetzt nochmal hier einen Punkt. So, ich möchte aber jetzt nicht die Yuko fahren. Ich verwende jetzt einfach mal die Gummibandfunktion.
Da drückt man Alt und Steuerung und kann dann in die Route hineinklicken und kann dann halt einfach einen neuen Routenpunkt ganz einfach setzen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir jetzt weiterfahren. Es gibt einen sehr schönen Steinbruch, der ist unterhalb von Tegise. Müssen wir gerade gucken, wo wir den denn finden. So, da könnten wir hier über diese Schotterstraße fahren. So, jetzt müssen wir eigentlich runter in Richtung Meer. Ich muss mal gerade gucken, wo wir hier eigentlich sind. So, der Steinbruch ist hier unten. Hier kann man auch noch mal sehr schön von oben in einen Vulkan hineingucken. Ja, also es ist relativ unspektakulär, wenn man in einen Vulkan hineinguckt. So, also hier haben wir das Areal mit dem Steinbruch und da geht es richtig schön rauf und runter. Also das ist ganz spannend. So, ich setze mal hier unten einen Punkt und dann fahren wir von hier aus mal den Steinbruch hinauf. Das ist ganz schön. So, hier oben kreuzen wir wieder die Straße. Da habe ich also schon viele Strandbuggies gesehen, die ja immer genau diese Straße fahren. Also da könnten wir jetzt mal versuchen, ob wir die auch mit dem Motorrad fahren können. So, jetzt müssen wir gucken, wie es hier weitergeht. Da ist es vielleicht sinnvoll, hier den nächsten Punkt auf der Straße zu setzen und ein Stückchen über die Straße zu fahren. Und dann kann man hier in einem Canyon im Grunde genommen wieder herunterfahren. Das versuchen wir mal. Also hier geht es jetzt wieder herunter. Da haben wir auch so ungefähr, ja, ich denke so etwa 300 Höhenmeter Unterschied werden wir da haben. So, und jetzt können wir eigentlich schon wieder so langsam uns in Richtung Heimat orientieren. Also wir können jetzt oben in der Routenübersicht sehen, wir haben jetzt schon 104 Kilometer, also das ist für Offroad schon richtig viel. Also da ist man den ganzen Tag im Grunde noch mit beschäftigt, wenn man das wirklich so fahren will. So, jetzt fahren wir noch durch Tabayesco ein Stückchen. Und jetzt können wir eigentlich in Richtung Punta Mujeres wieder zurückfahren. Also ich verschiebe hier nochmal den Burgpunkt 48. So, und die 49 verschieben wir auch mal. Den letzten Rest fahren wir dann einfach auf asphaltierten Straßen am Meer entlang. So, und hier sehen wir jetzt auch, dass das Offroad-Profil keine Einbahnstraßen kennt. Also wir müssen jetzt nochmal hier das Gummiband verwenden, um hier den Routenpunkt, den vorletzten, so zu verschieben, dass wir von Punkt 51 auch zu Punkt 52 fahren können. So, das ist jetzt unsere Route. 112 Kilometer hat die. Wir schauen uns jetzt nochmal hier als Routenanimation an. So, da sehen wir also 192 Kurven. Wir haben insgesamt 3562 Höhenmeter Unterschied, also das ist allerhand. Ich glaube, wenn man das wirklich fahren möchte mit einer leichten Enduro, macht das richtig Spaß. So, jetzt geben wir der Route noch einen neuen Namen. Nennen wir sie mal Lanzarote Offroad. So, hier haben wir noch einen Tippfehler. So, Offroad nennen wir sie, Nummer 1. So, mein Navigator 6, der ist hier gerade angeschlossen und ich gehe jetzt nochmal her und stelle nochmal die Abfahrtszeit ein. Also auf morgen früh, sagen wir mal, um 9 Uhr könnte man losfahren. So, können wir so kurz nochmal durchrechnen lassen und dann sehen wir halt, wann wir denn ungefähr wieder zu Hause sein würden. Da würden wahrscheinlich noch ein paar Pausen hinzukommen. Zwischendurch muss man mal was essen, was trinken. Also hier 13:28 Uhr, gar kein Problem. Wenn wir 9 Uhr losfahren, sind wir am Nachmittag wieder zu Hause. So, dann können wir diese Route jetzt eigentlich an unseren Navigator 6 exportieren. Ich mache das mal. Ich starte mal hier den Routenexport. So, und jetzt hier beim Navigator, bei der Voranstellung sieht man, da wird so ein Cloud-Symbol angezeigt. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Also ich möchte per USB exportieren und da ist Optimized AR eingestellt. Das möchte ich eigentlich auch nicht haben. Also ganz normal Optimized, noch ein Track dazu und so weiter und dann sind wir eigentlich schon im Spiel. So, wir klicken hier auf Export und jetzt wird
die Route und einen Track an den Navigator geschickt. Die können wir uns jetzt einfach von der Speicherkarte nochmal wieder einlesen. Das sehen wir hier unten, Lanzarote Offroad Nummer 1. So, da kann man hier auf dieses Symbol neben der Lupe klicken, dann wird das Ganze wieder reimportiert. So, hier haben wir jetzt den Track, der auch auf dem Navigationsgerät ist. Und hier unten sehen wir auch, das, was da pinkfarben angezeigt wird, das ist die Route. So, jetzt lassen wir nochmal hier gerade die Track-Animation ablaufen. Also das ist das, was wir fahren würden. Gucken wir uns nochmal die Route an. Also hier sehen wir die vielen Wegpunkte. Die sind alle weiß mit schwarzer Beschriftung, mit Ausnahme von Start und Stopp. Das heißt, das sind alles Shaping-Punkte. So, ich mache jetzt aus dem Track nochmal schnell ein Overlay und zeige das jetzt nochmal zusammen mit der Route an. Und da sehen wir halt, dass alle Routenpunkte ganz sauber auf unserem Track liegen. Wir können jetzt dem Track hier noch eine andere Farbe geben, damit er sich ein bisschen besser von der Satellitenkarte abhebt. So, ich mache den mal so. Ja, so. Ich mache ihn mal hellblau. So, dann sieht man ihn eigentlich ganz gut. So, wir können auch die Deckkraft ein bisschen erhöhen und können noch ein bisschen schmaler machen. Nehmen wir mal 4 Pixel. So, und jetzt schalten wir noch mal um auf die Luftbildkarte. So, das wäre jetzt unsere Routenplanung für eine Offroad-Tour auf Lanzarote. Okay, mit der Routenplanung wären wir soweit durch. Jetzt gucken wir uns vielleicht die Route noch mal kurz hier im Höhenprofil an. Also das ist hier die Auswertung. Wir starten auf Meeresniveau. Es geht hoch auf 610 Meter. Dann haben wir hier nochmal, jetzt also wieder runter, dann wieder hoch und wieder hinunter. Also das ist, glaube ich, ganz spannend. Wir können es auch nochmal hier mit dem Inspektor anschauen. Da können wir also sehen hier, wo die höchste Stelle ist. Das ist hier oben, da ist die höchste Stelle. So, die andere hohe Stelle, die ist hier oben. Da sind wir nochmal relativ weit oben im Gebirge auf etwa 500 Metern über dem Meer. Also alles nichts Dramatisches, also das kann man, ich glaube, mit den richtigen Reifen und einem leichten Motorrad kann man das machen. So, ich wechsle hier nochmal zu der OpenStreetMap und zwar zu der zu der topografischen Variante der OpenStreetMap. So, hier kann man sich nochmal die Höhenlinie angucken. Hier sieht man zum Beispiel, an der Stelle sind wir bei 470 Höhenmetern. Also das kann man hier alles sehr schön ablesen in dieser Karte. Hier haben wir auch 420 Meter. So, wir können nochmal hier oben gucken, was die Höhenlinien da so sagen. Also hier können wir schon sehen, da stehen 550 Meter, also da geht es relativ weit hinauf. So, die Route können wir uns auch noch mal hier mit dem 3D, mit dem Cesium 3D Viewer anschauen, mit dem 3D Terrain Viewer. So, so sieht die Route aus. Das ist sie hier, wir können sie hier mal abspielen. Also da, so werden wir da fahren. So, wir können mal hier gucken, hier geht's los. Also das ist Punta Mujeres. So, und dann geht es von hier aus ganz gemütlich den Berg hinauf. So, hier oben sind wir auf so einem Hochplateau. Dann fahren wir hier an so ein paar Bauernhöfen vorbei. Finca heißen die ja hier, die Bauernhöfe. So, dann geht es wieder runter auf die Hauptstraße. Und dann fahren wir hier am Vulkan Monte La Corona vorbei. So, also das ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann kommt hier ein schöner Anstich hier. Also wieder an Vulkanen vorbei. Hoch oben hier auf der Klippe sind wir dann. Haben da eine schöne Aussicht. Da können wir dann eben hier im Hintergrund sehr schön La Graciosa sehen. So, dann geht es von hier aus in Serpentin hier den Berg wieder hinunter nach Mages. So, dann durch Aria hindurch. Dann fahren wir noch mal hier zu diesem Aussichtspunkt. Da können wir auch sehen, da ist auch nichts asphaltiert. Das ist alles sandig und Schotter. So, dann können wir auch sehen hier, sehr schön, wie wir hier durch das Tal fahren. Dann können wir also von hier aus dann sehr schön auch so hinunter nach Aria schauen.
So, dann geht es hier in Serpentin hinauf. So, hier gibt es eine Strecke, die man hier sehen kann. Das ist aber eher ein Wanderweg. Also das könnte man mit dem Motorrad wohl eher nicht fahren. Ist also schon ganz richtig, wie das da geroutet worden ist. So, dann biegen wir hier ab und dann hier zum höchsten Punkt. Zu der Ermita de las Nieves. So, da unten können wir Famara sehen. So, das sind 610 Meter von hier oben. So, dann geht es hier wieder hinunter nach Teguise. Und dann haben wir hier eine schöne Straße, hier eine Schotterstraße. Die geht so entlang des Cliffs dann hier runter nach Famara. Wir waren also eben hier oben, hier sind wir dann hier unten. So, dann geht es hier an den Strand. Extrem sandig wird das wahrscheinlich sein. Ob man das wirklich mit einer GS fahren kann, das bezweifle ich eigentlich. Also mit einer leichten Enduro mit richtig schön groben Reifen wird das wohl funktionieren, aber mit einer GS ist das ja anspruchsvoll, zumindest anspruchsvoll. Ja, hier nochmal um einen Vulkan drumherum. So, dann hier nochmal. So, das sieht eigentlich auch alles ganz nett aus hier. So, dann fahren wir hier durch eine Schlucht wieder herunter und dann hier ans Meer und dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Runde hier. Ja, das soll es gewesen sein. Das ist mein kleines Hands-on zum Thema Offroad-Routenplanung mit Track of the Day. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und wenn ihr mir noch ein Abo da lasst, dann freue ich mich zweifach. So, also ich würde mal sagen, macht's gut, bis bald und tschüss.